Die Macht der Tiefeinsteiger hat ganz interessante Stilblüten, die zutage treten. Unter anderem Supermoto-Bereifung auf einem Tiefeinsteiger. Wer hätte das jemals gedacht? Man kennt sie ja nur mit einem Bastkorb vorne der netten Dame von nebenan. Der Tiefeinsteiger wird komplett neu erfunden. Ist das noch so ein typischer Tiefeinsteiger, den man so kennt von vor 10 Jahren? Hallo Sven. Ja, also es ist nicht mehr so ganz das, wie man es vor damals so kennt, weil das Ganze ist ein bisschen massiver geworden in Form von Rahmen und Reifen. Also die Bereifung ist wesentlich dicker und ja, durch den Carbonriemen ist das Ganze ein bisschen auch pflegeleichter, wartungsärmer redet man ja davon. Ne? Ja, Supermoto bedeutet viel Grip auf der Straße, Ja. auch bei Kurvenfahrten. Oder du hast zum Beispiel mal Bahnschienen. Das kommt ja schon mal vor, also dass du eine Straßenbahn hast, du musst sie überkreuzen, das heißt mehr passive Sicherheit. Genau, also du kannst damit alles drüber fahren, drüber bügeln, weil der Reifen massiv breit ist. Ne? Und er rollt trotzdem gut, trotz der breiten Auflagefläche, weil er halt nicht so viele Stollen hat. Also ist eine glatte Bereifung mit bisschen Profil schon. Ne? Ja, es gibt das gleiche Fahrrad auch noch, das haben wir direkt daneben, kostet dasselbe, 4.800 Euro mit Schwalbe Johnny Watts. Das ist aber eigentlich nur ein anderer Reifen drauf. Das heißt, auch später, wenn er mal abgefahren ist, könnte ich mich jederzeit auch wieder für einen Johnny Watts entscheiden oder einen Supermoto. Das heißt, passen würden die beide, oder? Genau, wir haben ja schon den neuen Johnny Watts von Schwalbe. Der hat eine andere Anordnung der Stollen, ist ein bisschen nochmal ja, geupdatet, refreshed worden. Sieht man auch so ein bisschen, wenn man in den Stollen reingeht, dass der so nochmal so anders angeordnet ist und auch hier so leichte Andeutung, dass es die Laufrichtung anzeigt, dass der nicht falsch montiert werden kann. Und es ist Also ein Facelift quasi. ein Facelift von dem Reifen, genau. Ein bisschen moderner sieht das Ganze nochmal aus. Ein Reifen-Facelift, ja, Besonderheit. Und da kommt gleich der Tobi, der ist ja der Spezialist für das Technische. Du bist ja eher so für die schönen Sachen, oder? Lucia, Technik kennst du dich nicht so gut. Alles so ein bisschen, also muss ja alles stimmen. Die Optik, Spaß, Leistung und so, ja. Ich wollte dich nur gegeneinander ein bisschen aufstacheln. Aber ihr seid ja beide hier die Geschäftsführer. Und aber es ist so, die Renaissance, Tiefeinsteiger, da wurde ja oft unterstellt, ja, ein Tiefeinsteiger ist nicht sportlich. Wenn ich das Ding hier sehe, muss ich sagen, also das macht richtig Spaß, damit sofort loszufahren. Ja, also nicht sportlich, die Zeiten sind vorbei. Da flattert mittlerweile auch nichts mehr, auch wenn man mit Vollspeed in die Kurve reinfährt. Die Rahmen sind steif. Das war immer so ein Punkt, gerade dann mit Motor, die ersten E-Bikes, Tiefeinstiege. Da hat man schon so ein bisschen das Problem gehabt, dass wir ein schwammiges Gefühl in den Kurven hatten. Das hat sich jetzt ganz erledigt. Die sehen sportlich aus und die fahren sich auch richtig sportlich. Ja, Scheibenbremsen, Carbonriemen, was ja, glaube ich, ganz wichtig ist, ist die Alltagstauglichkeit bei diesen Fahrrädern, dass man nichts mehr einstellen muss. Also bis auf Bremsbeläge und Reifen muss ich hier nichts mehr wechseln. Genau, also wir haben hier den Carbonriemen von Gates, kennen wir ja auch bei anderen Marken mittlerweile beim Tiefeinstieg, absolut beliebt. Dann auch mit der Enviolo Trekking-Schaltung, die 380er, super bequeme Schaltung, ohne Gänge, also stufenlos, wenn du so willst. Haben wir ja alles schon öfter mal vorgestellt. Und Es knackt nichts, oder? da knackt nichts, da rattert nichts, da ist vor allem kein Schmierfett dran. Man kann mit der Hose auch mal hängen bleiben, ohne dass die gleich versaut ist. Ist halt einfach eine saubere, bequeme Geschichte. Also schön sind auch die Pedale, die du jetzt drauf gemacht hast. Ja, also das ist halt also eigentlich sind die ganz cool, weil sie hier so leichte Pins haben, die aber nicht scharfkantig sind. Ne? Und sie haben hier noch einen Reflektor und geben ein bisschen halt wenn es ein bisschen feucht ist. Ne? So, Federgabel, was haben wir? Eine Stahlfeder? Ganz normale, genau, von Genau. RST, eine Stahlfedergabel. Der Hauptkomfort kommt aus dem dicken Reifen, weil wir haben hier 60 oder was haben wir, 65 mm und die schlucken schon einiges weg und der Rest macht dann die Feder. Wer noch ein bisschen mehr haben will, kann natürlich hier noch eine Sattelstütze dran machen. Also ich war jetzt mal überrascht, wie krass, gerade bei einem Hardtail, also ich habe ja immer Hardtails verteufelt, ohne jemals eines gefahren zu sein. Gut, als Kind hatte ich mal ein Hardtail, da hieß es aber noch nicht Hardtail und bin erstaunt, wenn du den Luftdruck richtig wählst, hast du fast einen Fully vom Fahrkomfort. Ja klar, also bei der Plus-Bereifung, wenn du da ein bisschen weicher einfach die Reifen aufpumpst, vielleicht mal nur mit 2,3 Bar, dann wirst du Kopfsteinpflaster wirst du gar nicht mehr merken. Ja, das federt also wirklich alles weg.
Und das ist auch hier sehr schön. Also der Rahmen, sagst du, der ist toll verarbeitet. Bei Velo de Ville, kann ich mich daran erinnern, gibt es viele Farben. Ist das hier auch so? Genau, das sind sehr, sehr viele Farben, die haben und die pulvern die auch tatsächlich selbst noch im Werk, die Räder. Und was wir hier haben, ist eine absolute Besonderheit. Es wirkt erstmal grau, weder matt noch glänzend, also seidenmatt sozusagen. Und das sind quasi die Farbreste von einem Tag in der Fertigung. Also da werden quasi die verschiedenen Farbpartikel werden gesammelt und daraus wird dann dieses Grau, ist natürlich jeden Tag ein bisschen anders. Ne? Es ist ein Unikat quasi. Das habe ich schon gehört, das habt ihr mir das letzte Mal erzählt, dass die wirklich die Farbreste alle sammeln und das dann bauen. Wenn man es nicht erwähnen würde, der Kunde wird es gar nicht merken, oder? Nee, also du siehst jetzt nicht, dass hier irgendwie Farbe von der Resterampe drauf ist. Es sieht richtig edel aus sogar. Ja, hier sieht man es auch, also wenn hier die Sonne drauf scheint, hat es so einen richtigen Silberlook. Aber das Coolste ist natürlich dieser bärenstarke Motor, das macht auch ein bisschen den Preis aus. Akku, was haben wir drin? Wir haben einen 625er. Wir haben das Ganze so gewählt, dass wir halt ein Rad haben, was deutlich unter 5.000 Euro ist. Ne? Haben den starken CX-Motor, Bosch Performance Line, ne? Mit dem neuen Campus-System. Das ist auch für die neuen Displays und alles. Also praktisch ein System mit Bussystem wie im Automobil, wo du auch die Komponenten einfach anklicken kannst. Das ist, glaube ich, ein Riesenplus. Also wenn du mir das gerade mal zeigst, also man hat hier zum Beispiel... Du kannst halt in der Zukunft hier alle Displays, die Bosch rausbringen wird, ne? Und wir brauchen ja jetzt nicht so eine krasse Fantasie, dass nach dem Intuvia 100 vielleicht noch, es gibt ja einen Kiox 300 und dann wird es wahrscheinlich auch ein irgendwas 200 geben, es wird ein 400, 500 und es wird 6 Displays geben, Minimum. Ja. Ne? Und die kann man einfach drauf machen, da ist noch nicht mal ein Kabel dran. Genau. Aber es kommt noch viel besser, wenn ich irgendwas dazu später mal addieren möchte. Das ist ein Bussystem mit Ein- und Ausgang. Du ziehst einfach nur das Kabel raus. Die Kabel gibt es auch im Zubehör nachzukaufen. Genau, also wenn du dich jetzt zum Beispiel entscheiden würdest, dass du hier einen Kiox 300 haben möchtest oder einen Smartphone Grip, da brauchst du ja einmal die Leitung von hier zu der Displayhalterung rüber und das lässt sich halt einfach nachrüsten. Ne? Also 0, nix. Erleichtert euch natürlich die Arbeit. Kann man die tunen eigentlich mittlerweile? Weil die haben ja unglaublich viel eingebaut, dass es nicht geht, oder? Ich glaube, mittlerweile wirst du da in 90% der Fälle hoffentlich scheitern. Ja, also ich würde es auf jeden Fall lassen. Gut, also dann hat man ja ein Kraftfahrzeug nicht zugelassen, aber den meisten langt ja 25 km/h. Trotzdem habe ich gelesen, viele tunen ihr Bike trotzdem. Aber habt ihr Anfragen für Tuning eigentlich ab und zu? Hatten wir, glaube ich, noch nie gehabt. Ich könnte mich jedenfalls nicht daran erinnern. Machen tun wir es natürlich nicht. Eher im Gegenteil, wenn wir es feststellen, dass getuned ist, dann hören wir auf zu reparieren und weisen darauf hin, dass da jetzt die STVZO erloschen ist. So, Enviolo. Das ist diese Schaltung, also, und das ist die Fernbedienung von der Schaltung? Ja, das sagst du genau richtig. Es ist eine der beliebtesten Schaltungen bei uns, bei den Trekking-City-Rädern. Und zwar ist es deswegen, weil sie jeder direkt versteht. Du hast ja dieses kleine Fahrradmännchen hier, was auf diesem Berg ist. Und wenn ich dann mit dem Griff wie beim Motorrad so drehe, dann flacht sich dieser Berg ab. Es gibt keine Taleinstellung, das heißt, das hier wäre schon fast für gerade. Ne? Und wenn ich berg runter fahre, wird dann diese Oberfläche wird die gerade. Ne? Und wenn ich berg hoch fahre, drehe ich halt nach vorne und dann wölbt sich so das Ganze. Ne? Das hat 2 Züge, habe ich schon gesehen, also die da rauskommen. Längen sich die Züge oder ist das egal? Die können sich ruhig ein bisschen längen, das spielt keine Rolle, das ist ja stufenlos. Ein bisschen längen dürfen sie sich, aber wenn wir dann in der Inspektion sehen, dass das jetzt eine gewisse Toleranz überschritten hat, dann tauschen wir die natürlich. Ist die anfällig? Weil ich habe gehört, vor 10 Jahren gab es die ersten Vorserienmuster, aber die ist mittlerweile in der Mitte angekommen. Kann die Power eigentlich komplett, die 85? Die kann die Power komplett ab, ist mittlerweile überhaupt nicht mehr anfällig. Wenn wir mal eine Enviolo einschicken mussten, dann war das tatsächlich im Lastenradbereich. Wenn sie also wirklich sehr hoch jeden Tag beansprucht wurde, dann kam das schon mal vor, dass wir dann eine einschicken mussten. Aber das ist natürlich bei der Stückzahl fast nichts. Sag mal, gibt es sie auch schon im Mountainbike-Bereich? Nee, im Mountainbike-Bereich tatsächlich nicht. Warum nicht? Zu schwer, oder? Ja, ich glaube, es geht hauptsächlich um das Gewicht und vor allem, du hast auch, wenn du jetzt den Motor ausschaltest, hast du hier einfach mehr Reibung, mehr Trittwiderstand sozusagen. Es lässt sich halt dann nicht so schön pedalieren. Okay, das heißt, du hast einen leichten Schlupf natürlich hier mit drin. Den hast du bei einer Kettenschaltung gar nicht. Also der ist dann quasi ganz weg. Und die Bremse, was ist drin? Hier haben wir eine klassische Zweikolbenbremse verbaut, die Shimano MT200. Mineralölbremse. Absoluter Klassiker im Trekkingbereich, eigentlich das Nonplusultra. Ja, sehr standhaft.
Und ja, fahre ja selber eine Zweikolben, also muss ich ja noch sagen. Ich fahre allerdings helf mir mal, nicht Shimano. Tektro? Nee. Äh, Magura, so, eine MT2, glaube ich. Mach mal bitte den Deckel ab, dass wir da mal kurz reinschauen. Ihr habt die Marke Velo de Ville schon sehr lange im Programm. Und gibt es da irgendeinen Stress mit den Rahmen, Brüche oder irgendwas? Nee, tatsächlich nie. Also gerade in der Ausführung, wie wir sie hier haben, erst recht nicht. Das siehst du bei Velo de Ville immer ganz schön, wenn hier das so ein bisschen angewinkelt ist. Also die Smooth-Ausführung nennen sie das. Dann hast du ein Systemgewicht maximales von 160 Kilo. Also es ist quasi ein XXL-Rahmen, wenn du so willst. Der ist überdimensioniert. Oder? Der ist halt super hoch belastbar. Ne? Und das bedeutet, das einfach ist halt verstärkt und ist darauf ausgelegt, dass auch schwere Personen mit viel Gepäck damit wunderbar fahren können. Und dementsprechend, also ja, mit dem Rahmen wirst du nie Probleme haben. So, Motorintegration ist nett. Magst du mal fahren? Weil auf so einem Tiefeinsteiger filme ich dich besonders gerne. Wir haben das auch mal so bei beiden gezeigt. Oft ist ja das Intuvia-Display hier oben. Hier war es jetzt mal unten. Das heißt, es ist frei einstellbar, nicht nur vom Winkel, sondern auch, wie wir den Arm stellen. Weil bei dem anderen ist es ja ganz oben über dem Vorbau. Es geht beides. Genau, es geht beides. Vorbau kann man auch verstellen. So, Vorbau ist verstellbar. Ja. So, gehen wir runter und ihr merkt jetzt, der Lucien ist sich für nichts zu schade. Ein Tiefeinsteiger. Ist das gut mit dem Gewicht? Ja, es hat eine gute Stabilität. Bremsen sind auch beißen direkt. Ist der irgendwie jetzt beschnitten, der Motor von der Software? Nee, gar nicht. Da hast du Also genauso wie beim Mountainbike. Genau, du kannst auch, wenn du willst, EMTB-Modus drin haben oder Sport, das kannst du dir aussuchen. Also ein kleines Moped eigentlich, oder? Mit Sicherheit, ja. Also mit den Supermoto-Reifen hast du ja eigentlich einen Mofa mit 25 km/h, wenn du so willst. Der geht so ab, der CX, oder? Ja, eigentlich ist es ein bisschen überdimensioniert für ein Trekkingrad, aber macht halt auch echt Spaß. Ne? Gut, zu viel gibt es ja nicht. Ich kann ja auf Eco schalten. Dann bin ich, die Lampen sind cool. Also das ist ein cooles SUV fast, oder? Ja, also wenn du hier jetzt noch die stolligen Reifen drauf machst, da kann wirklich alles kommen. So. Bunny Hop. Also wenn er das schafft mit der Enviolo und dem schweren Rad, was wird das ungefähr wiegen? 27? Ich glaube, leicht über 27,5 ja. So dürfen wir ungefähr liegen. Also beide Räder waren oben. Er hat es geschafft. Ja. Wir haben es gesehen. Der Beweis. Sehr wendig. Rahmengrößen, was gibt es alles? 45, 50. Aber ja, man kann dich so nicht hören. Ich habe halt dem Tobi das Mikro hingehalten. Jetzt hört man. 45, 50 und 55. Hier haben wir jetzt den kleinen. Der Kleine. Ja, so 1,55 können die Leute dann schon mal hier, wenn wir es ganz runter machen. Fahren. Also tolles Einstiegsrad auch für zum Beispiel junge Mädels und Jungs. Also Jungs würde ich nicht kaufen. Also kauft keinem 12-Jährigen einen Tiefeinsteiger. Bei Mädel geht das. In Holland ist auch scheißegal, da fahren auch die Jungs, die Holland-Rider. Aber in Deutschland, ich glaube, die werden dich töten. Na, ob so schlimm ist, weiß ich gar nicht. Wir haben tatsächlich einen Jugendlichen, der einen Tiefeinstieg fährt. Und naja, er hat sich halt so umgerüstet, wie er es am liebsten benutzt, nämlich auf Single Trails im Wald. Also der hat mit Sicherheit auch seinen Spaß damit. Das ist ja auch eine Gattung, die gibt es ja tatsächlich, Tiefeinstieg, Mountainbikes, Hardtails, wo Bleche, Gepäckträger wechseln, Lampen auch, und wo dann einfach Crossbereifung ist, so Nobby-Nick und dann Tiefeinstieg. Also das geht ja auch, kann man alles abbauen, aber so hast du natürlich einen riesen Vorteil, du kannst im Herbst auch fahren, wenn es regnet. Genau, durch die langgezogenen SKS-Bleche, die nicht nur eng anliegen, sondern auch weit runtergezogen sind. Oft sagen die Leute, ja, so ein kleiner Mudguard reicht mir, aber naja gut, wird man dann trotzdem ein bisschen manchmal nass gespritzt. Ich würde mal gerne das Geräusch mal hören, wenn du es mal fallen lässt. Also wenn du es einfach mal hochnimmst und einfach mal aufs Hinterrad, vielleicht vorher genau, einfach mal, dass man mal hört, wie die Verarbeitung ist. Ein bisschen tiefer, ein bisschen höher fallen lassen. Also da rappelt nichts. Also das ist Klappern, also das hier irgendwie ein Schutzblech, das gibt es nicht mehr, oder? Nee, das hier ist schon sehr massiv alles. Sehr wertig, auch das fasst sich auch alles gut an. Ergon-Griffe direkt, GP1. Also die sind, glaube ich, ganz wichtig. Diese Ergon-Griffe kann man zwar alles nachrüsten, aber da fängt das schon an mit der Enviolo. Da brauchst du spezielle Griffe, die müssen kürzer sein. Haben wir auch da, aber brauchst du tatsächlich, wie du sagst, den rechten Griff, wo halt diese Einheit ist, einen kürzeren. Das heißt, hier ist der ja länger, das sieht man ja hier vorne. Und dann braucht man extra Griffe. Da passt auch nicht jeder drauf. Und jeder hat auch andere. Also, ja. Also schön abgestimmt. Sind die dabei, die Pedale eigentlich, die da?
Die sind tatsächlich dabei, also das sind jetzt sozusagen die Erstausstattungspedale. Kann man benutzen, oder? Die kann man wunderbar benutzen, so im Trekking-Bereich. Ich finde es auch gut, dass die Reflektoren noch gut schon gleich mit dran sind. Also STVZO-Freigabe ist on board. So, und dann brauche ich mal einen Zettel. Mal gucken, wo wir es haben. Da ist es. Also es heißt Velo de Ville SEB 990 Smart Smooth, 27,5 Zoll. Also eigentlich ein Hardtail mit Tiefeinsteig, mit Tiefeinstieg. In dieser Variante kann man schon behaupten, oder? Ja, kann man schon behaupten, nur dass halt wirklich die Enviolo-Schaltung so beim Mountainbike erstmal nicht zu finden wäre. Ne? Ich finde es cool. Also ich würde sogar ein Mountainbike mit Enviolo nehmen. Nee, warum nicht? Es gibt das auch als Trapez eigentlich? Das gibt es in verschiedenen Rahmenformen tatsächlich, also auch als Diamant, als Trapez. Du kannst auch andere Schaltungen haben, also wenn du lieber eine Kettenschaltung möchtest oder eine Rohloff. Nee, ich will eine Rohloff. Ja. Genau, Rohloff bekommst du auch natürlich. Supi. Dann, Unterschied zu sehen, ja. 45, 55. Der kleinste, der größte da quasi bei den Tiefeinstieg. Sieht man ja schon so ein bisschen, ne, dass es hier alles ein bisschen hochgezogen ist. Ich glaube, das wird auch hier 55 cm von der Kurbel bis hin zum Sattel, oder? Genau, man misst es hier in der mittleren vom Tretlager bis hierhin. Ne? Ja. Und da sieht man es schon viel länger wie jetzt hier. Ne? Und das ist manchmal ein Zoll, manchmal ein Genau, Zentimeter. in Zoll wäre dann einfach nur das metrische System umgewandelt in das amerikanische Also wenn da 2,54 ist es ja. So, zum Beispiel 22 Zoll wäre dann ungefähr 5 Mal cm. 2,54 oder umgekehrt 56, 58, 60 durch 2,54, um die Inches umgerechnet zu bekommen. Ja, da steht es, 4.800 €, aber der Preis auch durchaus begründet. Viele Schreiner, die Preise sind explodiert, die sind gar nicht explodiert bei Velo de Ville. Also die waren relativ preisstabil. Oder hat das Fahrrad mal 2.000 € gekostet? Nee, also da haben wir wirklich jetzt einfach nur die Summe der Teile. Und wenn du da bei anderen Herstellern vergleichst, also es wird schon sehr, sehr schwer da mitzuhalten. Also mit dieser Ausstattung echt. Gates Carbon, Enviolo, CX, ordentlicher Akku dabei, die tollen Reifen. Also klar, ich meine 160 Kilo, also du darfst schwer sein. Also gerade für große, dicke Menschen zum Beispiel, Ja. die ja teilweise dann auf Fahrrädern fahren, die gar nicht zugelassen sind. Genau, also gerade dafür ist halt auch gedacht, oder wenn du wirklich mal mit viel Gepäck unterwegs bist, hast du hier noch genug Toleranzen. Ja, ich kenne viele Leute, die sind so 120 Kilo, sind noch stolz drauf und suchen händeringend ein Fahrrad. Hier wäre sogar noch Luft, können sie noch ein bisschen zunehmen. Genau, da ist noch Luft nach oben dann. So, nee, Spaß beiseite. Also die Leute, die kräftig sind, wissen das auch. Gerade die wollen sich ja auch bewegen. Also und da natürlich, das ist so ein bisschen wie die Kleidung, die man sich schon mal enger kauft, damit es so wird. Aber hier, da kannst du wirklich ohne Bedenken auch die Pässe und Berge hochfahren. Danke fürs Einschalten. Wir sind bei Konrad Green Bikes. Du bist Lucien. Ja. Macht das jetzt seit 2 Jahren zusammen? Sie gehen jetzt in die 3. Saison rein, ja genau. Seit 2 Jahren. Hat sich das bewährt oder ist selbstständig sein zu hart für dich? Sagen wir es mal so, Freizeit ist natürlich jetzt ein bisschen, was ist das nochmal? Aber wenn man halt Bock darauf hat, ist das schon eine coole Sache. Also es hat schon es macht Spaß. Also, Ihr seid jetzt seit 3 Jahren aufeinander, zu dritt. aber wir kennen uns ja eh schon seit Kennt euch eh schon ewig, 15 aber Jahren, 20 Jahren. ist das eine Geschichte, wo man sich mal so richtig kennenlernt, auch mal in Stresssituationen? Ja, ich glaube, das haben wir in der Zeit vorher auch schon alles gehabt. Also der Laden kommt ja auch nicht von ungefähr, da haben wir ja lange drauf hingearbeitet. Also. Ihr seid grundverschieden alle. Also das ist echt so. Also der Lucien eher so der Draufgänger. Du bist ja eher so der, ich sag mal, sicherheitsbewährte, etwas ruhigere Typ. Die Katja ist eher so, die Katja wird auch schon mal laut, habe ich gemerkt, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder so, dann die kümmert sich so ein bisschen um Backoffice und so. Genau. Also ich glaube, die Mischung ist ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall, weil wir haben 3 verschiedene Blickwinkel auf die Branche, auf die Kundschaft, auf alles. Und wir kaufen halt und wählen unser Sortiment gut aus und versuchen auch jeden verschiedenen Charakter gut zu bedienen. Also das funktioniert schon, weil jeder ist anders von den Kunden auch. Ja, montags bis freitags 10 bis 18 Uhr und samstags bis 15 Uhr. 10 bis 15 Uhr. Wir sind in der Glockenstraße 4. Seit 1994 gibt es das Ganze. Nächstes Jahr habt ihr, jetzt muss ich mal rechnen, 30? 30-jähriges Jubiläum und das in Kaiserslautern. Tschüss.